Übersicht. Sämtliche Informationen über das Oneroy Collective, zu Deutsch Oneroy Kollektiv, stammen aus Analysen und Befragungen oder den anomalen Objekten, die es hinterlässt. Vermutlich handelt es sich um das kollektive Bewusstsein träumender Personen und traumbasierter Entitäten. Der Aufklärung zufolge wurde es von anderen Interessengruppen dokumentiert, üblicherweise zu einem Grad wie die Foundation. Das Oneroy-Kollektiv ist scheinbar in der Lage, sehr isolierte Entitäten, zum Beispiel Nobody, zu kontaktieren. Ihre Ziele, sofern vorhanden, sind unbekannt. Etappe 1. Was ist das Oneroy Collective? Das Oneroy Collective, oder auf Deutsch das Oneroy Kollektiv, ist eine der rätselhaftesten Interessengruppen, die bisher in Verbindung mit anomalem Bewusstsein dokumentiert wurden. Sämtliche gesicherten Informationen über das Kollektiv stammen aus Beobachtungen, Befragungen und Analysen der Objekte, die es hinterlässt. Offizielle Aufzeichnungen der Foundation oder anderer Interessengruppen liefern nur fragmentarische Hinweise. Offiziell gilt das Oneroy Collective als weitgehend unerforscht. Bekannt ist, dass es sich scheinbar um ein kollektives Bewusstsein handelt, das aus träumenden Personen und traumbasierten Entitäten besteht. Das bedeutet, dass es möglicherweise nicht aus einzelnen Individuen besteht, wie andere Interessengruppen, sondern aus einem Zusammenschluss vieler Bewusstseine innerhalb der Traumebene, ähnlich einem Netzwerk, das gleichzeitig mehrere Ebenen der Wahrnehmung nutzt. Hierbei ist wichtig zu betonen, diese Annahme ist eine Vermutung, abgeleitet aus den beobachteten Effekten und den Spuren, die das Oneroy Collective hinterlässt. Offizielle Dokumente bestätigen diese Struktur nicht eindeutig. Interessanterweise scheint das Oneroy Collective in der Lage zu sein, selbst sehr isolierte Entitäten zu kontaktieren. Ein Beispiel dafür ist die Interessengruppe Nobody, die unter normalen Bedingungen von keinem bekannten Netzwerk erreicht werden kann. Dass das Oneroy Collective solche Kontakte herstellen kann, legt nahe, dass es weitreichende Fähigkeiten im Bereich der Traumkommunikation besitzt. Auch hier gilt, dies basiert auf Rückschlüssen aus den Beobachtungen. Gesicherte Beweise über die Mechanismen liegen nicht vor. Die Ziele des Oneroy Collective sind bislang unbekannt. Weder die Foundation noch andere Interessengruppen konnten eindeutig feststellen, ob es eine aktive Agenda verfolgt oder lediglich als neutrales Netzwerk träumbasierter Entitäten agiert. Spekulationen reichen von der Koordination anomal-träumerischer Aktivität bis hin zu möglichen Einflussnahmen auf die Realität durch Traumzustände, doch diese Szenarien sind bisher rein hypothetisch. Obwohl kaum etwas Offizielles existiert, sind die Spuren des Oneroy Collective überall auffindbar. Von den Anomalien, die es hinterlässt, bis zu den sehr isolierten Entitäten, die es kontaktiert. Es scheint, als ob die Gruppe eine stille, aber tiefgreifende Präsenz in der Welt der Anomalien besitzt. Genau diese rätselhafte Präsenz macht das Oneroy Collective zu einem faszinierenden Forschungsobjekt und zu einer der schwer greifbaren Kräfte innerhalb der Foundation-Aufzeichnungen. Etappe 2. Bekannte Eigenschaften und Erscheinungsformen. Das Oneroy Collective zeichnet sich vor allem durch seine außergewöhnliche Natur als kollektives Bewusstsein aus. Anders als klassische Interessengruppen, die aus einzelnen, greifbaren Individuen bestehen, scheint das Oneroy Collective aus den Bewusstseinen träumender Personen sowie traumbasierter Entitäten zu bestehen. Diese Struktur ermöglicht es ihm offenbar, Informationen und Wahrnehmungen über Traumebenen hinweg zu verarbeiten. Eine Fähigkeit, die in der Foundation-Dokumentation als außergewöhnlich bezeichnet wird. Diese Beschreibung basiert auf Analysen und Rückschlüssen. Die genauen inneren Mechanismen sind unbekannt, weshalb sie als Vermutung eingestuft werden müssen. Ein besonders bemerkenswerter Aspekt ist die Fähigkeit des Kollektivs, selbst isolierte Anomalien zu kontaktieren, die normalerweise von keinem Netzwerk oder anderen Interessengruppen erreicht werden können. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Interessengruppe Nobody. Diese Interessengruppe ist in der Regel vollkommen abgeschottet und will normalerweise nicht kommunizieren, doch das Oneroy Collective scheint in der Lage, Kontakt herzustellen. Auch hier handelt es sich um eine Rückschlussspekulation, die auf dokumentierten Interaktionen basiert, die der Foundation aufgefallen sind. Darüber hinaus hinterlässt das Oneroy Collective Spuren in der realen Welt, die durch Analysen und Befragungen untersucht wurden. Diese Hinweise reichen von Anomalien in Traumzuständen über subtile Veränderungen an Objekten bis hin zu Interaktionen, die mit der Traumkommunikation zusammenhängen könnten. In manchen Fällen konnten Personen, die als Teilnehmer oder Zeugen fungierten, berichten, dass sie sich beobachtet oder geführt fühlten, ohne dass physische Präsenz festgestellt werden konnte.
Interessanterweise lassen sich diese Interaktionen kontaktierbar, aber nur auf indirekte Weise darstellen. Zum Beispiel durch Traumprotokolle oder durch die Analyse anomal wirkender Objekte, die eindeutig mit dem Kollektiv in Verbindung stehen. Ein direkter Kontakt wie in herkömmlichen Interessengruppen scheint nicht möglich, was die Forschung erheblich erschwert. Alles, was wir über diese Kontaktierbarkeit wissen, bleibt daher spekulativ, gestützt auf dokumentierte Effekte und Aussagen von Zeugen. Zusammenfassend zeigt sich, das On-Iroi Collective ist nicht nur ein Kollektiv von Bewusstseinen, sondern ein Netzwerk, das auf Traumkommunikation und indirekte Interaktion spezialisiert zu sein scheint. Seine Erscheinungsformen sind subtil, schwer fassbar und in der realen Welt nur durch die Auswirkungen auf Anomalien und Beobachtungen messbar. Genau diese Eigenschaften machen es zu einer der rätselhaftesten und gleichzeitig faszinierendsten Interessengruppen im SCP-Universum. Etappe 3: Bekannte Kontakte und Interaktionen. Eines der faszinierendsten Merkmale des On-Iroi Collective ist seine Fähigkeit, Verbindungen zu anderen Entitäten herzustellen, selbst wenn diese normalerweise vollkommen isoliert oder unzugänglich sind. Die dokumentierten Analysen der Foundation und anderer Interessengruppen deuten darauf hin, dass das Kollektiv mit verschiedenen traumbasierten Anomalien interagiert, ohne dass physische Präsenz erforderlich ist. Dies ist eine gesicherte Beobachtung, basierend auf den Rückmeldungen von Forschern und den Auswirkungen, die das Kollektiv auf Objekte und Entitäten hinterlässt. Ein besonders prägnantes Beispiel für diese Fähigkeit ist die Interessengruppe Nobody. Unter normalen Bedingungen ist Nobody vollständig abgeschottet und kann von keiner bekannten Entität erreicht werden. Dennoch berichten Dokumente, dass das On-Iroi Collective in der Lage ist, mit Nobody in Kontakt zu treten. Dieser Kontakt erfolgt offenbar über die Traumebene, wobei das Kollektiv auf die Wahrnehmung und das Bewusstsein isolierter Entitäten zugreift, ohne dass physische Interaktion stattfindet. Die genauen Mechanismen dieses Kontakts sind unbekannt und stellen daher eine fundierte Vermutung dar. Auf Basis dieser Informationen liegt die Spekulation nahe, dass das On-Iroi Collective möglicherweise als Informationsnetzwerk für traumbasierte Entitäten fungiert. Es könnte Beobachtungen, Wissen und Erfahrungen ausgetauschter Traumzustände koordinieren, wodurch es selbst hochisolierte Entitäten erreichen kann. Ebenso ist denkbar, dass es dadurch die Bewegungen und Handlungen bestimmter traumbasierter Objekte indirekt beeinflusst. All diese Annahmen sind bisher unbestätigt, doch sie bieten eine plausible Erklärung dafür, warum das Kollektiv in der Lage ist, scheinbar unerreichbare Ziele zu kontaktieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Interaktionen des On-Iroi-Kollektiv sind subtil, oft unsichtbar und wirken fast wie ein Netzwerk, das über die Traumebene agiert. Es kann isolierte Anomalien erreichen, auf Informationen zugreifen, die anderen verborgen bleiben und möglicherweise als Kommunikationsplattform für traumbasierte Entitäten dienen. Alle Hinweise, die wir haben, stammen aus Analysen, Befragungen oder den Spuren, die das Kollektiv hinterlässt, weshalb ein Großteil des Verständnisses auf sorgfältig gekennzeichneten Vermutungen beruht. Etappe 4: Dokumentationslage und Quellenlage. Einer der Gründe, warum das On-Iroi Collective bis heute so rätselhaft bleibt, liegt in der extrem begrenzten Dokumentation. Offizielle Aufzeichnungen der Foundation, die dieses Kollektiv betreffen, sind spärlich und oft nur fragmentarisch. Sämtliche Informationen stammen hauptsächlich aus indirekten Quellen. Analysen von anomalen Objekten, die das Kollektiv hinterlässt, Befragungen von Zeugen oder Teilnehmern, die mit den Spuren des Kollektivs in Berührung gekommen sind, sowie Berichte anderer Interessengruppen, die ebenfalls Teile seiner Aktivitäten dokumentiert haben. Die Foundation selbst konnte bisher keine direkte Interaktion mit dem On-Iroi Collective herstellen. Das bedeutet, dass alle Erkenntnisse über Rückschlüsse gewonnen wurden, beispielsweise indem man die Veränderungen an Objekten untersuchte oder das Verhalten isolierter Entitäten analysierte, die durch das Kollektiv beeinflusst wurden. Ein Beispiel dafür ist die Interaktion mit der Interessensgruppe Nobody. Die Verbindung wird nur über die Auswirkungen auf die Entität sichtbar, nicht durch direkte Beobachtung. Interessanterweise gibt es auch Hinweise, dass andere Interessengruppen das On-Iroi Collective dokumentiert haben, allerdings zu einem Grad, der dem der Foundation entspricht. Dies deutet darauf hin, dass das Kollektiv in der Welt der Anomalien weitreichende Präsenz besitzt, die aber gleichzeitig extrem schwer greifbar ist.
Alle Interpretationen über seine Natur beruhen daher auf Analysen und Rückschlüssen, nicht auf gesicherter Beobachtung, was einen Großteil seiner Mystik ausmacht. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Oneiroi Collective ist schwer zu erfassen, weil seine Existenz und seine Aktivitäten größtenteils nicht direkt beobachtbar sind. Es hinterlässt Spuren, die untersucht werden können, aber selbst die detailliertesten Aufzeichnungen bleiben fragmentarisch. Jede Schlussfolgerung über seine Fähigkeiten, seine Struktur oder seine Absichten muss daher klar als Vermutung gekennzeichnet werden, da die dokumentierten Quellen nur begrenzte, indirekte Hinweise liefern. Etappe 5. Mögliche Ziele und Absichten. Die wohl spannendste Frage im Zusammenhang mit dem Oneiroi Collective ist: Was will diese rätselhafte Gruppe überhaupt? Offiziell gibt es darauf keine gesicherten Antworten. Die Foundation konnte bisher keine direkten Hinweise auf Ziele oder eine aktive Agenda feststellen. Alle bekannten Informationen stammen aus Rückschlüssen auf die Spuren, die das Kollektiv hinterlässt, sowie auf die Art und Weise, wie es isolierte Entitäten kontaktiert. Auf Basis dieser Informationen lassen sich jedoch einige mögliche Ziele und Absichten ableiten, die wir klar als Spekulationen kennzeichnen müssen. Eine Möglichkeit ist, dass das Oneiroi Collective eine Art Schutzfunktion für Traumgebiete ausübt. Es könnte versuchen, bestimmte Traumebenen oder traumbezogene Anomalien vor externen Eingriffen zu bewahren oder zu stabilisieren. Eine weitere Hypothese ist, dass das Kollektiv träumbasierte SCPs koordiniert, möglicherweise um sicherzustellen, dass ihre Handlungen oder Interaktionen innerhalb bestimmter Traum- oder Realitätsparameter bleiben. Auf diese Weise könnte es als eine Art unsichtbares Netzwerk wirken, das Informationen austauscht und dafür sorgt, dass bestimmte Traumzustände oder Entitäten synchronisiert bleiben. Eine dritte Möglichkeit ist, dass das Oneiroi Collective direkten oder indirekten Einfluss auf die Realitätswahrnehmung nimmt. Indem es auf traumbasierte Entitäten zugreift oder Traumnetzwerke koordiniert, könnte es subtile Veränderungen in der Wahrnehmung oder im Verhalten der Betroffenen bewirken, ohne dass diese sich dessen bewusst sind. Alle diese Ziele bleiben jedoch rein hypothetisch, da es keine bestätigten Aufzeichnungen über eine aktive Absicht gibt. Das Oneiroi Collective könnte ebenso neutral agieren, ohne ein wirkliches Ziel zu verfolgen, oder seine Agenda könnte so weitreichend sein, dass sie den bekannten Rahmen der Foundation-Dokumentation übersteigt. Eines ist jedoch klar: Seine Existenz, die Fähigkeit, isolierte Entitäten zu erreichen, und die Spuren, die es hinterlässt, deuten auf eine enorme, schwer fassbare Intelligenz hin. Selbst wenn wir seine genauen Absichten nicht kennen, ist es wahrscheinlich, dass das Kollektiv strategisch handelt, auf eine Weise, die wir bisher nur bruchstückhaft verstehen können. Etappe 6. Fazit und Bedeutung für die Foundation. Das Oneiroi Collective bleibt eine der rätselhaftesten Interessengruppen, mit der die Foundation jemals in Berührung gekommen ist. Zusammengefasst lässt sich sagen, es handelt sich um ein kollektives Bewusstsein aus träumenden Personen und traumbasierten Entitäten, das sowohl isolierte Interessengruppen wie Nobody kontaktieren, als auch Spuren in der realen Welt hinterlassen kann. Diese Fähigkeiten machen das Kollektiv zu einer potenziell mächtigen, aber auch schwer einschätzbaren Kraft innerhalb des Netzwerks anomaler Aktivität. Für die Foundation bedeutet das gleichzeitig Risiken und Chancen. Auf der Risikoseite steht die Unberechenbarkeit des Kollektivs. Da seine Ziele unbekannt sind und direkte Beobachtung nahezu unmöglich ist, könnte es unbeabsichtigt oder gezielt auf Foundation-Aktivitäten Einfluss nehmen. Hypothetisch könnte es traumbezogene SCPs koordinieren oder sogar subtile Veränderungen in der Realitätswahrnehmung hervorrufen, was schwer zu kontrollieren wäre. Auf der Chancenseite könnte die Foundation durch sorgfältige Analyse der Spuren und der indirekten Kontakte des Kollektivs neue Einsichten in träumbasierte Anomalien gewinnen. Wenn das Kollektiv beispielsweise als Informationsnetzwerk für träumbasierte SCPs fungiert, könnte ein vorsichtiges Monitoring helfen, bisher unzugängliche Daten zu sammeln oder Verhaltensmuster von Anomalien besser zu verstehen. Ein mögliches Szenario: Die Foundation könnte versuchen, das Kollektiv über Traumprotokolle oder speziell präparierte Testobjekte zu erforschen, um seine Reichweite, seine Methoden und möglicherweise seine Absichten genauer zu bestimmen. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass jede direkte Kontaktaufnahme unvorhersehbare Folgen haben könnte, da das Kollektiv offenbar hochsensitiv auf die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit anderer Entitäten reagiert.
Abschließend zeigt sich, das On-Iroy Collective ist nicht einfach nur ein weiteres Kollektiv oder eine weitere Interessengruppe. Seine Präsenz deutet auf eine tiefe, schwer greifbare Intelligenz hin, die sich weitgehend außerhalb der direkten Kontrolle der Foundation bewegt. Das macht es gleichermaßen faszinierend und gefährlich und zu einem der spannendsten, aber auch unberechenbarsten Forschungsobjekte innerhalb der anomalen Welt. O41. Auswertung. Das On-Iroy Collective bleibt ein Rätsel. Es agiert still, fast unauffällig, und doch hinterlässt es Spuren, die weit über das Gewöhnliche hinausgehen. Wir wissen, dass es isolierte Entitäten erreichen kann, dass es als Netzwerk aus träumenden Bewusstseinen existiert und dass seine Ziele uns im Dunkeln bleiben. Als Menschen und als Beobachter innerhalb der Foundation ist es schwer, diese Gruppe zu begreifen. Es erinnert uns daran, wie begrenzt unsere Wahrnehmung ist, selbst wenn wir denken, wir hätten die Kontrolle. Das Kollektiv wirkt nicht aggressiv, aber es ist mächtig und unberechenbar. Jede Interaktion birgt Risiko, jede Spur enthält Erkenntnis. Unsere Aufgabe ist klar: Wir müssen beobachten, analysieren, respektieren. Wir können versuchen, es zu verstehen, doch wir dürfen nie vergessen, dass wir nur Zuschauer in seinem Traum sind. Und vielleicht ist genau das der wichtigste Hinweis. Manche Entitäten, manche Intelligenzen, so wie das On-Iroy Collective, existieren jenseits unserer Vorstellungskraft. Und manchmal müssen wir akzeptieren, dass ihr Handeln für uns verborgen bleibt.